Der große Einkauf. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich schaue mich nur um. Natürlich, gern. Obwohl, dieses Sofa hier, lässt er sich ausklappen? Ja, er hat auch ein Staufach innen. Nicht schlecht. Gibt es Ihnen grau? In Grau, Dunkelblau und Beige. Grau passt mir besser. Hm, Richten Sie eine neue Wohnung ein? nicht ganz. Ich bin noch am Renovieren. Fast fertig. Verstehe. Was brauchen Sie noch? Na ja, ein Bett. Das alte habe ich während der Renovierung weggeworfen. Ein Bett ist schon eine ernsthafte Sache. Welche Größe? 140 mal 200 oder doch lieber 160? Das hängt vom Zimmer ab. Wie groß ist Ihr Schlafzimmer? Ehrlich gesagt habe ich's nicht ausgemessen. 12 Quadratmeter schätzungsweise. Dann passt 160 gut rein. Mit Rahmen oder schon mit Matratze? Kauft man die Matratze besser hier oder woanders? Wir haben eine große Auswahl. Aber probieren Sie ruhig die Muster aus. Im Ernst? Einfach so hinlegen? Natürlich, dafür stehen Sie ja da. Oh, das ist schon was. Mittlerer Härte. Ein beliebtes Modell. Gut, also Sofa, Bett. Ich brauche noch einen Schrank fürs Schlafzimmer. Mit Flügeltüren oder Schiebetüren. Schiebetüren, weniger Platz. Gibt es was Vernünftiges? Klar, wir haben eine Serie, die sich an jede Größe anpassen lässt. Passe ich das selbst an? Sie wählen Breite, Tiefe, Türen und bauen es wie einen Baukasten zusammen. Klingt nach Kopfschmerzen. Auf der Website gibt es einen Planer, sehr praktisch, das versichere ich Ihnen. Na gut, ich glaub's Ihnen. Sind die Einlegeböden dabei? Die Grundausstattung schon, Extras kosten extra. Klar, das Schema kenne ich. Also Schrank kommt auch auf die Liste. Haben Sie eine Liste? Im Kopf. Zählt das? Es zählt, aber es ist riskant. Stimmt. Also gut, die Küche. Die ist bei mir komplett leer. Komplett? Kein Tisch, keine Stühle? Ein Tisch ist da, ein alter. Aber er wackelt. Stühle keine. Stühle haben wir ab 19 Euro. Hier ist die ganze Abteilung. 19 € für einen Stuhl? Das ist das Basismodell. Es gibt auch teurere mit Polster. Nein, ich brauche was Einfaches und Stabiles. Ich koche viel. In der Küche geht alles schnell kaputt. Dann schauen Sie sich die Holzstühle an. Robust, klassisch. So einer. Gut. 4 Stück nehme ich. Und den Tisch? Tauschen Sie den doch aus? Wahrscheinlich ja. Keine Lust, ein wackeliges Bein zu reparieren. Verstehe ich. Hier haben wir einen ausziehbaren Tisch. Kompakt, wenn er zugeklappt ist. Ausziehbar ist ein Vorteil. Manchmal kommen Gäste. Genau dafür ist er gedacht. Okay, Tisch auch. Weiter. Das Bad. Da ist überhaupt nichts. Im Ernst? Gar nichts? Ein Spiegel ist da.
Den Rest habe ich wegen der Renovierung weggeräumt und irgendwie nicht zurückgestellt. Dann brauchen Sie Regale, Haken, vielleicht einen Unterschrank? Unterschrank, ja, unbedingt. Und einen Spiegel mit Beleuchtung hätte ich gern. Spiegel mit Beleuchtung. Da drüben in der Badabteilung. Oh, das sieht schick aus. Ist das teuer? Etwa 80 €. Eingebaute Beleuchtung, Steckdose innen. Eine Steckdose im Spiegel. Das ist Zivilisation. Das sagen viele. Den nehme ich. Und den Unterschrank schaue ich mir auch an. Moment. Vorhänge. Meine Fenster sind komplett kahl. Vorhänge sind oben im 2. Stock. 2. Stock. Gut, merke ich mir. Und Teppiche brauche ich noch. Für den Flur und fürs Bad. Die sind auch oben. Große Auswahl. Also, Sophie, ich bin eigentlich nur zum Schauen reingekommen. Das habe ich gemerkt. Wie ist das passiert? So läuft das immer nach einer Renovierung. Die Wohnung ist leer, man kommt rein und dann geht's los. Gibt es dafür einen deutschen Begriff? IKEA-Syndrom? Offiziell nicht, aber inoffiziell sehr treffend. Na gut, dann mal ernsthaft. Helfen Sie mir, eine ordentliche Liste zu machen? Gerne. Wir haben Zettel. Wir schreiben alles nach Abteilungen auf. Nach Abteilungen. Gute Idee. Sonst laufe ich bis zur Schließung im Kreis. Das kommt auch vor. Also, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad. Und der Flur. Da brauche ich noch eine Garderobe. Habe ich ganz vergessen. Eine Garderobe. 5 Minuten. Hier ist die Abteilung. Große Auswahl. Prima. Wissen Sie, ich dachte, die Renovierung wäre das Schwerste. Und jetzt? Danach fängt erst alles richtig an. Willkommen bei IKEA. Danke. Ich glaube, ich bin hier eine Weile. Wir haben bis 10 Uhr geöffnet. Das reicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und hinterlasse einen Kommentar. Aus welchem Land schaust du? Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal.